Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier bei Cargold in unserem wunderschönen Oberbayern. Wir haben heute Morgen einen ganz tollen Ferrari 250 GT Pininfarina für euch, der ersten Serie. Das ist ein echter Gentleman's Ferrari. Der Wagen ist gebaut worden im Jahr 1959, hat wahnsinnige Leistungsdaten. Der hat seinerzeit eine Spitzengeschwindigkeit von 240 Stundenkilometer erreicht, hatte 240 PS und das Triebwerk, was vorne untergebracht ist, ist die ganz berühmte Colombo-Maschine mit sage und schreiben 12 Zylindern, der berühmte Ferrari 12-Zylinder-Motor. Und hatte eine Leistung, das heißt ein Gewicht, das Auto wog nur 1300 Kilo, war also sehr, sehr leicht. Im Jahr 1959, als dieser Wagen gebaut wurde, gab es ja auch den berühmten Mercedes 300 SL. Und der 300 SL kostete seinerzeit die Hälfte von dem Auto. Also der Wagen kostete damals um die 50.000 Mark, der 300 SL ungefähr die Hälfte. Das hat sich ja heute so ein bisschen rumgedreht. Der 300 SL ist ja Mercedes 300 SL ein sehr, sehr spektakulärer Wagen. Allerdings gibt es vom 300L 1400 Fahrzeuge, die gebaut wurden. Und hier von diesem Ferrari 250 GT Pininfarina Coupé, so heißt er ja, sind nur 353 Exemplare gebaut worden. Das ist ein sehr, sehr seltenes Objekt. Was mir ganz besonders gefällt an diesem 250 GT, er hat diese wahnsinnig schöne Farbe. Er besteht eigentlich aus 3 Farben. Er hat innen dieses wunderschöne cognacfarbene Leder. Ich mache euch jetzt gleich mal die Tür auf. Dann dieses tolle schwarze Dach. Zweifarbig, wie das damals echt, also absolut modern war. Unten ist er grau, wenn ihr jetzt mal hineinschaut, und innen Cognacfarben. Also ich glaube, es gibt keinen zweiten 250 GT Pininfarina in dieser wirklich traumhaften Farbgebung. Hat auch dieses wunderschöne originale Ferrari Holzlenkrad. Dazu aber später mehr, weil wir werden das Auto gleich auch testen, auch auf die Strecke bringen, ein bisschen fahren. Heute haben wir schönes Wetter, es ist trocken. Und das ist, also freue ich mich auch schon richtig drauf. Hier auch das Heck wirklich beeindruckend mit diesen schönen beiden Logos hier von Pininfarina und Ferrari. Schön original, hier der weltberühmte Ferrari-Schriftzug, ja einer der bedeutendsten Logos, die es überhaupt gibt. Und hier könnt ihr sehen, 12 Zylinder, eine ganz tolle 2x2 Doppelrohr-Auspuffanlage mit diesem Wahnsinns-Sound, den habt ihr eben schon gehört, als ich den Wagen gestartet habe. Ich meine, er ist jetzt noch ein bisschen kalt, wir fahren ihn gleich ein bisschen wärmer, dann läuft er auch besser. Die Colombo-Maschine, diese 12-Zylinder Colombo-Maschine war ja deshalb so berühmt, weil sie relativ klein war. 250 GT kommt also daher, weil man die Zylinder abgerundet hat. Das waren 250 Kubik pro Zylinder. Deswegen hieß es dann 250 GT, aber eigentlich ist das eine 3-Liter-Maschine. Deswegen auch der Dampf, den er hat, er beschleunigt von 7,1 Sekunden von 0 auf 100 und wie gesagt, ist 240 Stundenkilometer schnell. Das werden wir jetzt aber gleich nicht testen. Aber wir fahren so, dass ihr die Faszination in diesem Auto wirklich einatmen könnt. So, ich öffne jetzt mal den Motor. Ich zeige euch dann mal diese wirklich beeindruckende Maschine. Ich gehe mal kurz herum. Und hier ist der Motor. Wie gesagt, ein V12-Zylinder-Motor. Die berühmte Colombo-Maschine mit 3 Vergasern hat geleistet 240 PS, hat den 1,3 Tonnen schweren Wagen in 7,1 Sekunden auf 100 beschleunigt. Und das war zu dieser Zeit, also im Jahr 1959, wirklich fantastisch. Das war zu dieser Zeit im Jahr 1959 wirklich fantastisch. Damals ist ein Mercedes 220 S 160 gefahren, wenn man sich das überlegt, und dann war Ende. Der Wagen ist 240 Sachen schnell gefahren. Da gab es ja in den meisten Landesteilen, in Italien beispielsweise, überhaupt noch gar keine Autobahn. Also war kaum möglich. Ja, ihr könnt hier sehen, wenn ihr euch das mal alles anguckt, in welch schönem, tollen Zustand das ist. Der Wagen ist voll restauriert worden in England. Das ist ungefähr ca. 10, 12 Jahre her. Das Interessante an dem Wagen ist vielleicht, dass er schon so ein kleines bisschen patiniert ist. Wenn ihr reinguckt, dieses schöne cognacfarbene Leder, das Lenkrad, das ist alles schon ein bisschen älter. Wenn man heute alles neu restauriert, dann ist der Charme weg, dann ist die Seele weg von so einem Fahrzeug. Und das ist ja, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn ihr euch das anguckt, hier die Flächen, der Wagen ist erstklassig lackiert, hat ganz tolle Flächen, dieses Fahrzeug. Das Spaltmaß passt perfekt. Dann hat er diese wirklich fantastischen Borani-Felgen. Die sind auch nicht mehr ganz neu, aber da muss man gar nichts auswechseln, sind perfekt im Zustand. Die haben die Aura, die so ein Pininfarina Coupé eigentlich auch braucht. Und es gibt ja so einige Pininfarina Coupés, die werden auch immer wieder gehandelt. Die sind schon verkauft worden bis zu 1 Million Euro. Dieses Coupé liegt deutlich drunter.
Es gibt ja meistens rote oder silberne, aber diese Farbkombination mit diesem tollen Charakter bei dem Wagen ist wirklich selten. Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Die Geschichte passt bei dem Auto. Ich zeige euch gleich mal die Akte, die hole ich jetzt gleich. Und auch sonst der Restaurierungsstand, das ist alles wirklich tolles Auto. Ein 100% guter Wagen, gefällt mir. Hier dieses tolle, elegante, schöne, originale Ferrari-Lenkrad mit dem Pferdchen, mit dem schwarzen, mit dem Ferrari-Logo. Dann haben wir hier oben Öl. Hier vorne haben wir den Drehzahlmesser. Alles ganz elegant im Style der 60er Jahre. Und hier eine Tachometer-Anzeige, die bis 300 Stundenkilometer geht, was natürlich damals gigantisch war. Gelaufen ist er ca. 240, 250. Hier vorne sehr elegant und schick gemacht. Ölanzeige, Wasseranzeige, Benzin und hier vorne eine Uhr. Also all das hat der Gentleman's Driver damals gehabt in diesem tollen Wagen. Hier vorne ist das originale alte Radio, was also wirklich, worum man das Design oder die Handschrift dieser Zeit erkennt. Das Auto ist ja aus dem Baujahr 1959 und hier das Handschuhfach, da passt fast nur eine kleine Zigarettenschachtel hinein. Seht euch mal hier auch das ganze Design im Auto, ist wirklich alles mega schick gemacht. Hier oben Metall, hier unten Leder, diese toll designten Fensterkurbeln, das ist halt eben alles eine Klasse besser. Und da kommt dieser tolle Name von Ferrari auch wieder. Das waren einfach fantastisch designte und gebaute Fahrzeuge. Bis heute wirklich eine Legende. Was es übrigens gibt zu diesem Auto, eine absolut vollständige Akte. Wir haben die originalen Zeitschriften aus dieser Zeit. Ich zeige dir das mal, Paul. Roadtrack aus dem Jahr 1960, wo genau unser Auto beschrieben wird, ist dabei in der Akte, gehört dazu. Dann gibt es hier von Ferrari das originale 250 Gran Turismo Coupé Pininfarina Prospekt. Ich mache das mal auf. Haben wir auch im Original dabei, ist eine echte Rarität, gibt es heute so gar nicht mehr. Das beschreibt den Wagen ganz genau mit seinen Leistungsdaten, wie er damals ausgesehen hat. Hier die Colombo-Maschine, also alles mit dabei. Dann gibt es hier noch, muss ich mal gucken, Brooklands Books, das ist auch schon eine ziemlich alte Ausgabe. Das ist bestimmt auch schon 40, 50 Jahre alt. Alles schön original, alles sehr gut erhalten in wesentlichen Teilen. Hier drin geht es dann auch um diesen Wagen, ist auch mit dabei. Und hier ist die Restaurierungsakte, das sei euch auch mal gezeigt. Es ist bei diesem Auto aus den letzten 60 Jahren wirklich alles verfügbar, was man braucht und was man wissen muss zu dem Wagen. Jede Rechnung, jeder Besitzer. Also das Auto ist so dokumentiert, weil das ist ja auch ein Investment, so ein Wagen. So ein Auto bekommt man ja nicht für 50.000 Euro. Da muss auch alles gut dokumentiert sein. Das ist bei dem Wagen aber wirklich alles dabei, was da gemacht wurde, wie er restauriert wurde, von wem er restauriert wurde. Gutachten ist dabei. Matching Numbers hat der Wagen natürlich auch. All das ist dokumentiert und gibt es mit dazu, wenn wir euch das Auto weiterverkaufen. Ich kann nur sagen, das ist auch eine tolle Geldanlage und er fährt natürlich wirklich fantastisch. Und wie er das tut, das zeigen wir euch jetzt gleich. Jetzt fahren wir los.